Vor 200 Jahren ist der später als Mistapostel bekannt gewordene Geistliche und Forscher Adolf Trientl in Oetz geboren. Er war sozusagen der erste landwirtschaftliche Berater Tirols, wenn nicht des gesamten Alpenraums. Zu diesem Jubiläum gibt es nun eine Sonderausstellung im Dommuseum von Oetz zu sehen. Mit der Sonderausstellung Adolf Trientl, ein außergewöhnlicher Ötztaler, wird im Dommuseum von Oetz dem 200. Geburtstag des Ötztaler Pfarrers und Agrarpionier des 19. Jahrhunderts gedacht. Nach der Ausstellung im Lengenfelder Heimatmuseum, welches sich mit seinen landwirtschaftlichen Errungenschaften beschäftigte, steht in Oetz sein Leben und sein vielfältiges Schaffen als Geistlicher und Verfasser zahlreicher Schriften im Mittelpunkt. Adolf Trientl ist da in Oetz geboren, als Sohn eines Dorfarztes, der da in Oetz war. Und der hat dann studiert in Innsbruck und in Graz, ist Geistlicher geworden und hat auch Lehramt übernommen, ist also Lehrer gewesen in Gymnasien und ist praktisch dann in Kuratien berufen worden, wie zum Beispiel Obergurgel oder Gurgel, Gries im Sulztal und dann später noch in Kövels, was die Ötztaler Orte jetzt betrifft. Der Adolf Trientl, er hat eben sein Leben lang versucht, zuerst als Naturwissenschaftler die Welt zu erforschen, in die er auch hinausgekommen ist. Also er ist als Ötzer über Hall, Innsbruck, Graz bis nach Lengberg gekommen und war eigentlich ein europäischer Typ. Und nach einigen Turbulenzen in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist er dann zurück ins Ötztal gekommen und gleich in den allerentferntesten Ort des Ötztals, nämlich nach Gurgel, das damals wirklich noch weit ab war von der Welt. Gewisse Ortsnamen wie Ramol, Schalf oder im Fendertal, jetzt in Milaun, Finalspitze und so weiter, welche sicherlich nicht deutsch, sondern romanisch klingen, berechtigen zu dem Schlüsse, die ersten Bewohner oder wenigstens die ersten Besucher des Tales müssen einer romanischen Nation angehört haben, welche diese Namen geschöpft haben. Die jetzigen Bewohner von Gurgel gehören der Sprache nach dem Volksstamme des inneren Ötztales an, welcher von Tumpen bis an die Ferne reicht und sich auffallend von der Bevölkerung der Nachbartäler in Sprache und Sitten unterscheidet. Und ja, dort oben hat sich dieser naturwissenschaftliche Geist des Adolf Trientl dann dafür interessiert, wie kann man unter diesen extremen Lebensbedingungen auf 2000 Meter den Lebensalltag der Menschen verbessern und hat sich mit seinem naturwissenschaftlichen Geist begonnen zu interessieren für alles, was rundherum passiert. Und was passiert in Gurgel? Da fließt natürlich der Gletscher vorbei, da geht der Föhnwind. Alle diese Phänomene hat er beschrieben, aber ganz besonders hat er sich eben auf die Landwirtschaft spezialisiert und hat dann die verschiedensten Experimente dort oben unternommen, hat sich aus Peru Pflanzen geholt, um zu schauen, ob die dort vielleicht auch wachsen würden, diese Andenpflanzen. Sein Spitzname war ja der Mistapostel und ihn hat es immer ganz verrückt gemacht, dass die Bauern nicht wissen, was sie mit dem Mist für einen Schatz haben. Er sagt, die Bauern müssen ihr Handwerk erlernen, wie jeder andere Handwerker auch. Er betreibt mit
unbändiger Energie die Gründung von landwirtschaftlichen Schulen. Also die erste Tiroler landwirtschaftliche Schule ist in San Michele im Trentino entstanden. Der erste, zweite dann in Tirol in Rotholz. Aber für alle diese Unternehmungen ist er so etwas wie der Pater sozusagen. Er ist der Erfinder von der Ausbildung der Bauern. Und ja, schreibt ein Buch nach dem anderen. Bis ins hohe Alter versucht er den Menschen Tricks und Kniffs beizubringen, wie sie eben in der Milchwirtschaft, in der Viehwirtschaft, mit dem Mist, aber auch bei ganz einfachen Dingen wie beim täglichen Kochen Geld sparen können und ist dadurch eine der interessantesten Tiroler Figuren des 19. Jahrhunderts, kann man fast sagen, die heute total vergessen ist. Ja, vom Trientl ist nicht so viel übrig geblieben. Es gibt ein Deckengemälde in der Kirche von Oetz, wo er mit seinem Bruder steht, als geistlicher Herr verewigt. Die sind dort mit aufgemalt worden. Es gibt in Innsbruck eine Trientlgasse. Es gibt immer weniger Leute, die sich eben an diese Figur erinnern. Aber es gibt natürlich die ganzen landwirtschaftlichen Schulungszentren. Eben nicht zufällig war das landwirtschaftliche Schulungszentrum in Innsbruck in der Trientlgasse. Und alle landwirtschaftlichen Lehrer in Österreich kennen den nach wie vor, weil er war einfach ihr Vorbild und er war der Vorstreiter für die Gründungen dieser ganzen wichtigen Einrichtungen. Er hat praktisch auch schon mit Kunstdünger gearbeitet. Er hat aber auch aufmerksam gemacht, dass eigentlich der Mist wieder auf die Felder aufgebracht werden muss. Dass eben, was man dem Feld entnimmt oder im Acker, dass man das ja wieder zurückführen muss. Dass man die Felder ja nicht gleich ausbeuten darf, sondern man muss auch dem Feld wieder zurückgeben, dass es wieder produzieren kann. Und da sind eben Nitrate, die was in dem Mist vorkommen. Das hat Adolf Trientl natürlich herausgefunden. Oder nicht, das hat er mit seinen wissenschaftlichen Studien hat er das erfahren. Und hat aufgrund dessen hat man ihm den Beinamen Mistapostel gegeben, der allerdings eher spöttisch und von den Priestern, also für seinesgleichen, für die Seelsorger, die haben ihn als Spottname den Namen verabreicht, weil sie eben gemeint haben, er darf lieber Seelsorger sein, wie er da im Mist umeinander strahlen.